einzelne App-Funktionen. Gut, Franka Standard-Apps. Welche haben wir da? Cart Motion, das heißt kartesische Bewegungen. Ich nehme mir den Roboter mal. Hier erster Punkt. Dann drehe ich den um den. Zweiter Punkt. Schau mir das an. Ich kann manuell mit Rechtsklick darauf die einzelnen Positionen anfahren, falls ich die überprüfen will oder ändern will. Auch hier über das Fine Adjust. Geschwindigkeit mal 40%, Beschleunigung lasse ich mal bei 5%. Ich gehe hier noch auf 100, damit wir reale Werte in der App drin haben. Führe mal das aus. Ihr seht also, es macht eine lineare Bewegung vom ersten Punkt zum zweiten Punkt. Ich füge dem jetzt noch einen dritten Punkt hinzu. Ich komme hier nach vorne und anschließend so hoch. Führe das mal aus. Jetzt können wir mal schauen, ob er von dem Punkt dann an die Startposition geht. Das heißt, er startet eigentlich so, wie der Roboter ist, so wie er zu Beginn der App orientiert ist, geht er eigentlich genau schon in dem Modus zum ersten Punkt. Das kann dazu führen, dass er eben schon beim ersten Anfahren vom Punkt in eine Achslimitation kommt. Löst er schon relativ gut. Gut. Das heißt, in der App versucht er eigentlich zwischen den Punkten lineare Bewegung zu machen, überschleift den Punkt. Genau. Das heißt, auf der Bahn hat er grundsätzlich nicht die konstante Geschwindigkeit, sondern er versucht so nahe wie möglich an der konstanten Geschwindigkeit zu sein. Je nachdem, wie ich die Beschleunigung einstelle, verhält er sich einerseits in den Übergangspunkten dort, wo Richtungsänderungen sind, ein bisschen anders. Er überschleift mehr oder weniger. Und auch die Umlenkungen der Rotation wird ein bisschen anderes Verhalten zeigen. Kann dann gut sein, dass man dann irgendwann mal an eine Limite kommt. Gerade. Und jetzt hier, in dem Fall zu eine hohe Beschleunigung, so wie der Roboter orientiert ist. Fehlermeldungslesen empfehle ich erstens mal hier unten, Moving Failed, Aborted by Reflex. Und eine weitere Information ist hier, Robot Error, das heißt eigentlich ein Force Threshold hat dies ausgerufen. Es kann dabei sein, dass der Roboter eigentlich auf nicht stabil im Untergrund steht, wenn der Tisch zum Beispiel zu wenig Masse hat und gewissen vibrieren kann, das ist jetzt hier sicher in dem Fall der Fall, oder der Roboter durch die Beschleunigung in Schwingung gerät und dann im Umkehrschluss diese Information als Kollision detektiert. Wenn hier Force steht, hat die Limite von x, y, z oder die Rotation um die 3 Achsen ausgelöst, aber nicht die Torque, also die Momente von einer einzelnen Achse. Sonst würde Torque stehen. Ich stelle mir die Beschleunigung wieder runter, nehme mir jetzt die Joint Motion. Mache mir das einfach, indem ich mal an den ersten Punkt verschiebe. Damit die Move Teach funktioniert, muss der Aktivierungstaster gelöst sein. Ich wechsle die App, teache mir den Punkt, den kann ich hier über das Interface oder auch oben auf dem Pilot bestätigen. Speed, Beschleunigung. Gehe wieder zurück in die andere App. Ich will eigentlich genau die gleiche Bewegung jetzt machen, einfach in Joint Motion. Gehe auf den zweiten Punkt. Move Teach. Move to Pause. Warte, bis er stoppt. Gehe in die andere App. Füge den Punkt hinzu. Und wiederhole das entsprechend für den dritten und vierten Punkt. Teach.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Cancel. Letzter Punkt. Deaktiviere diese hier und lasse das mal laufen. Also jetzt macht er keine lineare Bewegung mehr, sondern er fährt im achsspezifischen Raum. Sieht zwar jetzt hier fast nach einer linearen Bewegung aus, er hält an geteachtem Punkt, in jedem Fall. Also das heißt, die Bewegung hier hoch ist mehr so eine runde Bewegung, aber wie gesagt, der Hauptunterschied ist einerseits, dass er nicht linear fährt, dass er an den Punkten stoppt, aber der Vorteil ist, dass er grundsätzlich die Endposition fast in jedem Fall erreichen kann. Wobei jetzt bei Cartesian Motion es oft eben, je nachdem wo der Roboter steht, wie er an den ersten Punkt fährt, mit welchen Beschleunigungswerten man arbeitet, in Achslimitationen oder auch in Achsgeschwindigkeitslimitationen enden kann. Bei Joint Motion ist es viel weniger. Ich verwende die Joint Motion oft auch ganz am Anfang eines Tasks, um in eine definierte Home-Position zu fahren, unabhängig davon, wie der Roboter steht. Immer zu beachten ist natürlich, ob irgendwelche Objekte im Weg sind, um an den ersten Punkt zu kommen. Dort müsst ihr gut darauf achten. Und jetzt kurz eine andere Art, dies zu machen. Ich disable das. Ich linke hier mit diesem Link-Button es zu den Cartesian Motion, damit ich eben diese 4 Punkte dann nicht mehr selber teachen muss. Sollte zum gleichen Resultat führen, aber schneller, linear. Dann kommt achsspezifisch an den ersten geteachten Punkt fahren. Er beginnt mit der Rotation der 7. Achse schon am Anfang. Er stoppt bei den Punkten. Das ist eine schnellere Art, Punkte der Punktlisten miteinander zu verlinken. Funktioniert nicht mit jeder App zur anderen App. Grundsätzlich erkennt ihr das, wenn ihr in die App reingeht, der Link-Button erstens mal nicht erscheint, funktioniert das nicht. Oder ihr seht auch, wenn der Link-Button kommt, wenn ihr den anwählt, gibt es euch vor, wo er verfügbar ist. In dem Fall hier jetzt bei der Cart Motion, bei der zweiten Joint Motion und bei der dritten Joint Motion. Sonst ist es schlecht ersichtlich, das heißt, wenn ihr sehen wollt, wo was verlinkt ist, müsst ihr quasi in die App rein. Hier seht ihr, dass es so verlinkt ist hier. Oder eben wieder Unlink. Franka Standard-Apps. Cimelli Bewegungs-Apps. Selbstverständlich gehören die Franka Emica Bewegungs-Apps, Cartesian Motion und Joint Motion auch zur Gruppe der Bewegungs-Apps. In dieser Session aber ausschließlich die Cimelli Bewegungs-Apps.